Okay, mach mal ein paar One-Timers. Wayne, gib mir einen Pass. Ach, Mann. Nächste. Ja. Wayne, kannst du mir ein bisschen bessere Pässe geben, bitte? Wart mal ab. Okay. Mann, Okay, ey. stopp. Jedes Mal. Stopp. Ich glaube, da müssen wir was ändern. Was? So hast du vielleicht One-Timer geschossen vor 15 Jahren. Aber mittlerweile machen wir das ein bisschen anders. Okay, zeigst du mir, wie es geht? Ich zeig's dir. Wayne ist dabei, Special Guest, Marcel's Hockey School. Neue Art vom One-Timer. Let's go. So Mika, neue Art vom Direktschuss. Du hast es mir tatsächlich auch gezeigt vor ein paar Jahren. Ich habe nie bis zum Mond ausgeholt, aber immer bis hierher. Aber mittlerweile sieht man viele Spieler, auch wie du, die einen brutalen Direktschuss haben, die eigentlich kaum noch mehr ausholen, vor allem unterhalb der Bullykreise, wenn die reinlaufen. Wie sieht's aus? Warum? Ja, warum machen wir das? Für mich gibt es da eigentlich 3 Gründe. Das erste ist, es geht einfach viel schneller. Das heißt, wenn ich jetzt ein 2 auf 1 laufe oder ein 3 auf 2, dann muss ich nicht erst mich aufdrehen zu meinem Passgeber, ausholen. Das dauert einfach viel zu lange und ich gebe dem Torwart die Zeit, von der einen auf die andere Seite zu rutschen. Ich kann meine Schlittschuhe Richtung Tor zeigen lassen und bin einfach in der Bewegung viel schneller. Und das gibt mir meistens die halbe Sekunde, die ich brauche, um den Puck reinzubringen. Zeigen wir es die Leute im Slow Motion. Gehen erstmal so ein bisschen langsam, wie so ein Direktschuss mittlerweile ausschaut. Mach mal. Okay, Marcel wird mir jetzt ein paar Querpässe geben, wie es auch im 2 auf 1 oder 3 auf 2 der Fall wäre. Und dann schauen wir mal, dass wir die gut versenken. Ja! Ich gehe tief runter. Bumm. Oh! Der war gut. Immer versuchen, vor allem kurze Seite zu zielen. Gewicht tief runterbringen. Ja! Der war ein bisschen hinter dir, Der war ein sorry. bisschen weit hinten, der Pass, aber ist okay. Einfach versuchen, schnell loszuwerden. Ja! Jawohl. So, jetzt zur Technik. Wie machen wir das Ganze? Das Allerwichtigste bei diesem Direktschuss ist, dass wir tief runtergehen. Dabei dürft ihr wirklich auch, müsst ihr nicht, aber ihr könnt ruhig euer Knie sogar bis aufs Eis bringen. Machen auch viele Spieler. Aber das Allerwichtigste ist tief runter. Da habe ich mehr Power und auch mehr Kontrolle. Ja. Ups. Ja. Okay. Zweiter Punkt. Wie halte ich meinen Schläger? Eigentlich genauso wie beim normalen Handgelenkschuss auch. Ich habe jetzt nicht unbedingt tiefer. Ich halte ihn ganz normal und lasse mein Schlägerblatt geschlossen. Das ist auch ein häufiger Fehler, dass man das Schlägerblatt aufmachen will, um hochzuschießen. Ja. Kommt nur Wurstsammel raus. Ich will das Blatt geschlossen halten. Dann gib mir noch mal einen Pass, Marcel. Bumm. Dritter Punkt ist, ich will vor dem Schuss schon einen Haufen Druck auf meinen Schläger bringen und aufladen und ein bisschen Körperspannung aufbauen. Und dann kriege ich eine richtige Rakete raus. Also aufladen, Schuss. So, letzter Punkt hätte ich fast vergessen, ist aber extrem wichtig. Und es ist gerade in Situationen, wo ich nah am Tor bin, fällt es mir super schwer, aus der Position die Scheibe und das Dach vom Tor zu bekommen. Das ist aber extrem wichtig, weil wenn ich einen Querpass bekomme, wird der Torwart immer versuchen, zu mir zu rutschen und dann ist oben alles frei. Deswegen muss ich die Scheibe irgendwie hochbekommen und das ist hier aus der Position super schwer. Deswegen versuche ich auch hier tief runter zu gehen und da kriegt die Scheibe schön hoch. So Mika, wir haben gesehen, wie gut du diese neue Art vom Direktschuss machen kannst und man sieht es sehr, sehr häufig in der NHL, DEL, vor allem in Rush-Situationen oder etwas näher am Tor wird kaum noch ausgeholt. Nichtsdestotrotz gibt es noch gute Beispiele und gute Situationen für den alten, altmodischen Direktschuss, wo man ein bisschen mehr ausholt. Welche Situationen sind das? Ja klar, Marcel. Also das hängt vor allem mit dem Abstand zum Tor zusammen, finde ich. Wenn ich jetzt weiter weg bin, dann wird die Geschwindigkeit von meinem Schuss oder die Härte von meinem Schuss einfach wichtiger.
Und das ist, ich ziehe hier immer gern so eine Grenze von überhalb der Bulli-Kreise. Wenn ich da bin, da macht es schon Sinn, noch hier auszuholen und wirklich auf Schusshärte zu gehen. Und auch ein Punkt ist, wenn ich schon im Stand bin, dann fällt es mir auch einfacher, diesen Schuss zu machen. Und ja, gerade wenn ich quasi nicht im Lauf bin, dann kannst du ruhig auf diesen Schuss hier gehen. Also quasi in einer Überzahlsituation. Genau. Viele Überzahlformationen sind mittlerweile ein Schirm. Ja. Und wenn du hier auf dieser Seite des Schirms bist, wartest auf den Direktschuss, wie wir euch gerade zeigen würden, dann zeigen wir euch ein paar, wie man dann doch ein bisschen mehr ausholen würde. They wanna rise up when you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared to figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my So, bruises. jetzt bin ich dran, And when they aber dieses Mal richtig. then it's your Ja. chance to be ruthless. Oh ja, der war gut. There we go, there we go, there we go. Von Mika gelernt. Oh man, bar down wäre was gewesen. Far out eher. Gut. Oh, ich denke, da muss man jetzt einen Cut machen. Ich denke, das reicht fast. Ja! They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray. Oh! There it is. Any place that I go, I Was know ich auch sehr, sehr wichtig fand hier beim Üben, war vor allem, der ein oder andere Pass von Mika kam nicht perfekt und die werden nie immer perfekt im Spiel kommen. Aber wenn ich nicht aushole, habe ich genügend Zeit, ein bisschen zu justieren, damit ich trotzdem einen guten Schuss aufs Tor bringe. Weil das ist das Allerwichtigste beim Direktschuss. Der Torwart ist am Scramblen, er ist am Rutschen, der ist nicht in seiner guten Position. Oft, wenn du einfach das Ding hart aufs Tor bringst, ist die Zielgenauigkeit beim Direktschuss nicht ganz so wichtig wie bei zum Beispiel einem Handgelenkschuss aus dem Lauf. Ich hatte auch vor einer Woche Hobby-Skills-Eiszeit und hatte als Hobbyspieler, der tatsächlich einen richtig guten Schuss hatte, dann habe ich mich entschieden, ich gebe ihm einen etwas festeren Pass, als er durch den Slot reinkam. Und dann hat er versucht, obwohl er einen guten Schuss hatte, bis zum Mond auszuholen, hat über die Scheibe gehauen. Sehe ich so oft. Vielen, vielen Dank, Mika, für deine Hilfe heute. Gerne. In vielen Situationen, lasst den Schläger auf dem Eis, Knie geht runter, Hand kommt raus und boom, ihr kriegt trotzdem dabei einen Fackel raus. Wir hoffen, dass dieses Video euch helfen könnte mit eurem Schießen, damit ihr mehr Tore schießen werdet. Vielen Dank, Wayne. Danke dir, hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal bei Marcel's Hockey School.